Der Boden, auf dem Kartoffeln angebaut wurden, ist oft erschöpft und muss für die nächste Ernte wiederhergestellt werden. Sie verbraucht viel Stickstoff, aber auch Kalium und Phosphor aus dem Boden, weshalb sie auf neue Kulturen vorbereitet und ihre Fruchtbarkeit verbessert werden sollte. Aber bevor ich Ihnen sage, welche Pflanzen Sie auf der Parzelle pflanzen können, auf der die Kartoffeln standen, abonnieren Sie unseren Kanal, um alle unsere Tipps zum Biogemüseanbau zu verfolgen. Vielen Dank dafür. Also nichts wie los zum Video. Wenn Sie auf dieser Fläche sofort einige Feldfrüchte säen oder pflanzen möchten, sind Spinat, Mangold, Wintersalat, Rucola, Knoblauch und rote Zwiebeln die beste Wahl. Vor der Aussaat und Pflanzung düngen Sie den Boden mit Kompost in einer Schicht von 2 bis 3 cm. Selbst gut gealterter Mist kann für junge Pflanzen zu stark sein, seien Sie also vorsichtig bei der Verwendung. Sie können kaliumreiche Holzasche verwenden, die besonders für Spinat und Mangold geeignet ist. Verteilen Sie es in einer dünnen Schicht auf der Oberfläche. Gekaufte Pelletdünger mit einem hohen Gehalt an Phosphor und Kalium, zum Beispiel NPK-Dünger im Verhältnis 7:2:0:3:0, fördern das Wachstum von Wurzelgemüse wie Knoblauch und roten Zwiebeln. Ein selbst hergestellter Flüssigdünger aus Brennnessel und Beinmehl reichert den Boden mit Stickstoff und Kalium an. Es genügt, die Brennnessel einige Tage in Wasser einzuweichen und dann im Verhältnis 1 Liter Brennnesseldünger und 10 Liter Wasser zu verdünnen. Nachdem Sie weiße und rote Zwiebeln gepflanzt haben, können Sie den Boden um sie herum mit Stroh oder trockenen Blättern mulchen, um die Feuchtigkeit zu speichern und Erosion zu verhindern. Wenn Sie die Fläche nach der Kartoffelernte für die Frühjahrsaussaat und Pflanzung verlassen, wachsen auf ihr neben den oben genannten Pflanzen auch Kohl, Erbsen und Bohnen gut, wodurch sie zusätzlich mit Stickstoff angereichert wird. Im Frühjahr können Sie Mais und Sonnenblumen sowie Kürbisse und Gurken säen. Auch wenn Sie im Herbst an dieser Stelle nichts anbauen möchten, empfiehlt es sich, den Boden im Winter nicht kahl zu lassen. Deshalb ist die Aussaat von Zwischenfrüchten wie Klee, Luzerne oder Wicke die beste Lösung, die den Boden mit Stickstoff anreichern und seine Struktur verbessern. Es gibt auch Roggen, Weizen und Gerste, die im Winter die Bodenerosion verhindern und im Frühjahr als Gründüngung untergepflügt werden können. Liebe Gärtner, senden Sie dieses Video an Ihre Freunde in sozialen Netzwerken. Danke schön.